Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Jan, neben mir steht Kathi und wir sind heute bei einer der größten Baustellen in ganz OWL. Kathi, wo sind wir denn heute genau? Ja, wir sind hier heute bei Edeka am neuen Campus in Minden, wo auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 123.000 Quadratmetern die neue Unternehmenszentrale der Edeka Minden Hannover entstehen. Und ja, man sieht es hier im Hintergrund, 5 neue Verwaltungsgebäude entstehen hier und wir werfen hier heute mal zusammen einen Blick hinter die Kulissen mit euch. Genau, und für so eine Baustelle rüsten wir uns jetzt erstmal aus. Ja, super. Ich würde sagen, es kann losgehen. Wir befinden uns hier im Inneren des Campus und ich muss sagen, allein schon das Gerüst, unter dem wir stehen, ist wirklich enorm groß. Was meinst du, Kathi? Ja, ist schon echt Wahnsinn. Also es hat echt riesen Ausmaße hier. Also von daher würde ich auch sagen, Jan, es ist so groß hier. Vorschlag, wir teilen uns einfach auf. Ich gehe hier mal links rum und du versuchst geradeaus dein Glück und dann sehen wir uns gleich hier wieder, oder? Ja, das hört sich gut an. Dann bis später, ne? Bis gleich. Ja, und hier haben wir ja auch schon den Mann, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, Frank Jäger. Guten Morgen, hallo. Moin, Besuch auf der Baustelle. Ja, genau. Frank, du bist ja hier der Projektverantwortliche sozusagen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und deine Aufgaben einmal kurz erläutern für uns? Sehr gerne. Frank Jäger, 57 Jahre alt, Gesamtprojektleitung. Das heißt, ich habe 14 Teilprojektleiter. Ein Projektleiter macht hier zum Beispiel die Baustelle, einer macht die Digitalisierung. Und diese Fäden laufen bei mir zusammen, damit wir einziehen können. Was würdest du denn sagen, so hier bei diesem riesen Gesamtprojekt? Was ist so dein persönliches Highlight? Was ist das Besondere hier an der Baustelle? Wie immer in der Corona-Zeit das Budget. Das war das größte Problem, das wir hatten. Wir haben frühzeitig eingekauft und dadurch konnten wir auch zügig bauen und hatten keine Bauverzögerung. Okay, ja. Und als ich hier eben so durch die verschiedenen Gebäudetrakte durchgelaufen bin, ist mir aufgefallen, dass so der Baufortschritt ja teils sehr unterschiedlich ist. Teils von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich, teils aber sogar ja auch von Etage zu Etage. Würdest du sagen, das ist so ein weiteres Highlight, weitere Besonderheit hier bei der Baustelle? Oder ist das bei so großen Bauprojekten inzwischen schon gelebte Praxis? Das ist gelebte Praxis. Man muss sich das Gebäude vorstellen wie die Olympischen Ringe, 5 Stück. Bei einem haben wir angefangen, beim letzten hören wir auf. Und dadurch haben wir immer so eine Versetzung im Baufortschritt von 2 Monaten ungefähr. Okay. Und würdest du sagen, dass also diese Vorgehensweise, auch wenn sie jetzt schon gelebte Praxis ist, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt? So deine Erfahrungswerte, wie sahen die aus, gerade so in der bisherigen Bauphase? Das ist der richtige Weg gewesen, weil du kriegst auf dem Markt nicht mehr genug Handwerker, um gleichzeitig alles hochzuziehen. Deshalb zeitversetzt. Okay. Vielen Dank dir hier für die Einblicke. Dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Sehr gerne. Wir sind hier in einem Gebäudeteil, der so gut es geht fertiggestellt ist. Und da ist natürlich auch wichtig, die Gebäudeautomation mal ein bisschen näher zu beleuchten. Und aus diesem Grund treffe ich mich jetzt mit dem Kollegen von Edeka, der für die Gebäudeautomation zuständig ist. Hier steht der André. André, grüß dich. Hallo Jan. Erstmal die erste Frage beim Thema Gebäudeautomation. Was steuert ihr alles in der Gebäudeautomation? Also wir steuern hier in der Gebäudeautomation die Verschattung, wir steuern die Raumkonditionierung. Und die Beleuchtung wird teilweise mitgesteuert. Also ein ganz integraler Ansatz, den wir über das Vago Flexroom-System realisiert haben. Und welche Vorteile bietet jetzt Flexroom für euch als Edeka? Die Vorteile sind einfach die, dass es erstmal einen sehr energieeffizienten Gebäudebetrieb ermöglicht und für weitere, wenn man mal irgendwie eine Raumnutzungsänderung hat, dass das halt entsprechend unkompliziert durchgeführt werden kann, ohne groß rumzuprogrammieren. Das heißt, diesen Open-Space-Charakter könnt ihr hier jetzt auch realisieren? Der Open Space Charakter ist hier ja realisiert. Er könnte aber separiert werden. Man könnte hier auch unproblematisch Einzelbüros draus machen, wenn man das möchte. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die Projektphase während der Planung, wie sieht es da aus? Wie hat Vago euch da unterstützt?
Wir arbeiten ja schon seit langen Jahren mit Vago zusammen im Bereich des Einzelhandels. Nun ist das hier kein Einzelhandelsprojekt, ist nicht vergleichbar der Campus. Die Herausforderungen sind ganz andere. Aber ich muss auch sagen, da hat es auch 100%ig geklappt. Wir haben eine super Lösung gefunden und der Projektvertrieb war immer präsent und hat uns unterstützt. Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die Hardware und die Technik mal ein bisschen näher im Detail an. Nachdem wir jetzt einen Einblick in die Gebäudeautomation allgemein bekommen haben, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher die Technik im Detail an. Und wo kann man das natürlich am besten machen, wenn man mal in Richtung Schaltschrank geht? Also ein Raum, den wir quasi hier sehen. Und ich habe hier mal einen Experten mit dazugeholt. Hier steht der Simon Lübbing vor mir. Simon, erklär doch mal ganz kurz, wer bist du und was macht ihr eigentlich hier? Ja, ich bin der Simon Lübbing von der gleichnamigen Firma Lübbing. Wir machen hier bei dem Projekt Campus Edeka, machen wir die Gebäudeautomation. Und was war so das Besondere an diesem Projekt, wie in der Größe hier? Also das Besondere an dem Projekt ist, dass wir uns mit einem Marktbegleiter zusammengetan haben, damit wir das Projekt zusammen schaffen können. Aus Konkurrenten sind wir ein Team geworden. Und so stemmen wir das Projekt zusammen. Wir haben uns das so geteilt, wir bauen die Schaltanlagen, die Firma PKE programmiert die Einzelraumregelung und nimmt die in Betrieb. Und wir machen die Primäranlagen und nehmen die in Betrieb. Und so arbeiten wir als Team zusammen. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Und wir stehen ja jetzt quasi hier schon direkt vor so einem Schaltschrank. Kannst du uns einmal so ganz kurz durch den Schaltschrank durchführen? Was haben wir hier für Komponenten verbaut? Ja, das kann ich gerne machen. Also wir als Vago Solution Provider sehen natürlich zu, dass wir möglichst viel Vago-Komponenten verwenden. Somit fangen wir hier vorne mit dem Vago-Controller an. Der ist quasi das Gehirn von der ganzen Anlage. Also unser Ziel ist ja, eine intelligente Gebäudeautomation zu machen. Und dahinter kommen dann ganz einfach die I/O-Komponenten, die dann zum Beispiel für die Ansteuerung der Jalousie, DALI-Beleuchtung, Präsenzmelder, die ganze Klimatisierung. Wir versuchen halt flexibel die Büroräume hier zu automatisieren. Und du hast uns noch ein paar Zahlen mitgebracht, weil wir haben ja nicht nur diesen einen Schrank. Wie viele Schränke gibt es insgesamt hier im Gebäude? Also insgesamt haben wir über 51 Schaltanlagen hier verbaut. Davon sind 39 Etagencontroller, also alle Schaltanlagen wie hier auf der Etage. Und das insgesamt halt die 51 Schaltanlagen mit insgesamt über, 120 Controller, 1200 I/O-Karten. Ja, und ich glaube, noch eine ganz beachtliche Zahl sind unsere 24.000 Reihenklemmen, Vago-Reihenklemmen hier in den Schaltanlagen. Und das ist ein persönlicher Rekord bei einem Projekt, denke ich. Ja, vielen, vielen Dank für deinen tiefen Einblick hier in die Gebäudeautomation. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal an, was Kathi so macht. Ja, jetzt haben wir ja schon von Jan und Simon Lübbing allerhand über die Gebäudeautomation gehört. Jetzt wollen wir doch mal gucken, welche weiteren technischen Schwerpunkte es hier im Projekt gab. Und dafür treffe ich mich jetzt hier mit meinem Kollegen Sven Trapp. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Katharina. Ja, Sven ist hier im Projekt Projektmanager seitens Vago und verantwortlich für das Gesamtprojekt. Sven, kannst du uns einmal kurz erläutern, was für weitere technische Schwerpunkte es hier gab? Ja, gerne. Also ein großer Schwerpunkt hier war die Raumautomation. Hier haben wir unser Bagnet Flexroom-Konzept eingesetzt. Daneben steuern wir hier die Heizung, Kälte, Lüftungsanlage in der Primärenergie. Daneben Gebäudeinstallation natürlich ein Thema, Verbindungstechnologie und auch Netzwerktechnik zum Beispiel. Verbindungstechnik als Stichwort mal aufgegriffen. Wir haben ja hier schon allerhand Kabel auch aus den Decken hängen sehen, als wir hier über die Baustelle gelaufen sind. Da sind uns schon einige Klemmen bekannt vorgekommen. Aber Sven, erläuter doch noch mal kurz, wenn ich jetzt ähnlich wie Edeka als Bauherr vor einem solchen Projekt stehe und sowas umsetzen möchte, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann Vago mich da unterstützen?
Ja, was wirklich schön wäre, wenn der Bauherr frühzeitig, also vor dem ersten Spatenstich, auf uns zukommt, wir gemeinsam uns das Gebäude anschauen können und gemeinsam Lösungen erarbeiten können. Das kann die Raumautomation sein, die Gebäudetechnik oder auch ein Building-Management-System. Und später dann so die Konzeptentwicklung. Wie erfolgt die dann letztendlich? Ja, also wenn der Planer soweit durch ist, versuchen wir natürlich, unsere Vagus Solution Provider zu installieren und versuchen dann gemeinsam das Projekt erfolgreich abzuschließen. Ja, okay. Also läuft dann so die ganze Phase dann auch in Kooperation mit den Vagus Solution Providern, die dann die Gebäudeautomation letztendlich hier vor Ort dann auch in Betrieb nehmen, ne? Genau, so ist es. Okay, ja, dann vielen Dank, Sven. An der Stelle hier einmal an dich. Und dann würde ich jetzt mal gucken, wo denn der Jan eigentlich steckt. Hallo Kathi, da bist du ja wieder. Ja, moin Jan. Wie war es denn jetzt bisher so? Was hast du heute erlebt? Ja, es war auf jeden Fall ein spannender Tag. Ich fand es echt faszinierend, was hier in Minden für ein großes Projekt auf die Beine gestellt wird. Und gerade so diese Kooperation hier der regionalen Player, Edeka, Vago vor Ort, echt faszinierend zu sehen. Ich muss auch sagen, mich hat auch sehr fasziniert, dass unterschiedliche Gebäude in unterschiedlichen Stati sind, dass man in dem einen Teil irgendwie im Rohbau ist und im anderen Teil quasi schon im fertigen Büro einziehen kann. Und natürlich dieses Open Space Konzept hat mich wirklich sehr fasziniert, meiner Meinung nach. Ja, genau. Gerade auch du hast ja auch den Part da im Open Space Bereich, ne? Gerade diese Kombination dann auch mit der Raumautomation, wie das dann zusammen funktioniert. Ich bin echt schon gespannt, wie das Ganze dann nachher auch im Betrieb aussieht. Einzug ist ja im Sommer geplant. Ich würde vorschlagen, da kommen wir einfach noch mal vorbei. Genau, dann ist das Gerüst hoffentlich weg, was jetzt hier, wo wir gerade drunter stehen, ne? Genau, dann gucken wir uns das alles nochmal im Betrieb hier an. Ich freue mich drauf. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf da draußen, ne? Und wir werden dann wieder natürlich von berichten. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne unten in die Kommentare posten. Des Weiteren würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, einen Daumen hoch gebt und natürlich die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald wir ein neues Video hochladen.